Türken gibt es nicht erst seit der Gründung der Türkischen Republik durch Atatürk. Die Geschichte der Türken geht noch viel weiter zurück in der Zeitgeschichte als das Gründungsjahr 1923. Durch die Wissenschaft weiß man heute, ein gemeinsames Zeichen des Türkentums ist eine Wolfslegende, in der ein türkischer Junge von einer Wölfin aufgezogen wurde. Diese Legende verbindet alle Türken dieser Welt. Heute noch gibt es insbesondere in Asien weitere türkisch sprechende Länder wie Kirgisistan, Kasachstan, Mongolei, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Aserbaidschan und andere. Es sind meist ehemalige russische Staaten, welche nach ihrer Unabhängigkeit wieder zu ihrer türkischen Ursprache zurückgekehrt sind. Auch im heutigen Russland gibt es noch zahlreiche Menschen, welche ihre Ursprache nicht vergessen haben. Aber aufgrund des Sprachverbotes dürfen sie ihre türkische Sprache an der Öffentlichkeit nicht sprechen. So zum Beispiel die Tawo, Krimtataren oder die Jakuten in Sibirien. Hätte es Russland niemals gegeben, dann würden Menschen über Zentralasien bis an die Beringstraße und bis an die Grenzen zu Europa die türkische Sprache sprechen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass türkisch sprechende Völker bereits seit mehr als 6000 Jahren existieren. Vielleicht auch noch viel länger. Die früheste schriftliche Dokumentation eines türkisch sprechenden Volkes erfolgte durch die Chinesen. Sie beschrieben ca. 500 vor Christus die Xiongnu, welche bei uns als die Vorfahren der Hunnen bekannt sind. Die Hunnen und ihre türkisch sprechenden Vorfahren waren auch der Grund für den Bau der chinesischen Mauer. In der Wissenschaft nennt man sie auch Skythen. Das Reich dieser türkisch sprechenden Völker verteilte sich über ganz Asien und erreichte auch Europa unter anderem mit dem Namen Europäisches Hunnenreich, welches von 370 bis 468 nach Christus existierte. So sprachen Menschen bereits vor 1500 Jahren die türkische Sprache auf Landesflächen, wo heute deutsche Städte stehen. Man vermutet, dass die Protosprache, also die Ursprache aller Völker vom Altegebirge in Zentralasien ausging. Deshalb spricht man auch von der altaischen Sprache, welche dem Alttürkischen sehr ähnlich ist. Wenn man die Ursprünge von Etruskisch, Ungarisch, Finnisch, Mongolisch, Burushaski, Quechua oder Baskisch miteinander vergleicht, zeigen alle diese Sprachrichtungen isoliert einen gemeinsamen Ursprung in der altaischen Sprache. Eine wichtige Gemeinsamkeit ist die Eigenschaft der Agglutination. Agglutinierende Sprachen enthalten Wörter, bei denen Vor- und Nachsilben am Wort angehängt werden und so aus einem Wort ganze Sätze entstehen können. Auch die türkische Sprache ist seit ihren Ursprüngen eine agglutinierende Sprache. Wissenschaftler, welche die türkische Sprache beherrschen, konnten belegen, dass die Sumerer Türkisch gesprochen haben müssen. Dazu gehörten unter anderem auch der deutsche Forscher Fritz Hommel, ein Professor der Orientalistik. Atatürk vertrat genauso diese Ansicht und hatte weitere Untersuchungen angeordnet. Hunderte bisher entzifferter Wortlaute der Sumerer findet man auch in der türkischen Sprache. Auf Stein gemeißelte Orchon-Runen verraten in Lieder und Gedichten, dass die alttürkischen Völker von den Sumerern wussten. Orchon-Runen bilden ein alttürkisches Alphabet. Es war die Schriftsprache der alttürkischen Völker. Natürlich hat sich auch Türkisch über die Jahrhunderte verändert, wie jede Sprache auf dieser Welt. Aber diese Erkenntnisse verbindet die heutigen Türken noch stärker untereinander und macht sie zu einem großen Volk auf unserer Erde.